Willkommen in Darmstadt. Strohtheorie Teil 3. Wir sind immer noch vorm Schloss. Wir haben den ersten Block. Stroh als Dämmmaterial, als nicht lasttragendes Element in Strohballenbau. Und heute besprechen wir den Klassiker. Der Strohballenklassiker in Deutschland, weil er zugelassen ist. Diese Konstruktionsart ist Bestandteil der deutschen Zulassung. So kann jeder von euch sein Strohhaus bauen, ohne größere Probleme zu bekommen. Weil die Art in der Zulassung abgebildet ist. Was großartig ist. Ja? Da gibt es kein Heckmeck. Und zwar seht ihr hier, das war eine Baustelle in der Nähe von Freiburg. Wurde ein Holzständerwerk konstruiert. 6 auf 36 cm sind es. Abstand am besten angepasst auf die Maße der Strohballen, die ihr schon habt. Das heißt, wir haben so 90 cm bis 1 Meter Stützenabstand. Zwischen die Stützen wird die Dämmung hochkant eingebracht. Anders als jetzt hier dargestellt, da ist pro Gefach ein Ballen drin. Das ist ein bisschen französisch. Das habe ich auch wieder von den Franzosen geklaut. Vielen Dank dafür, liebe Kollegen. Gruß nach Frankreich. Die Holzstützchen, die sind auch ein bisschen schwach dargestellt. Also die haben 6 auf 36 und zwischen den Stützen kommen 2 Ballen rein, die wie hier dargestellt hochkant eingebaut werden und am besten zu zweit gleichzeitig reingeklappt. Ja, das war auch wieder ein Seminar. Da hat der Bauherr eingeladen, gab es einen Tag Theorie und den anderen Tage konnte man mithelfen, wenn man wollte. Und so sieht die Konstruktion aus, bevor die Strohballen reinkommen. Man sieht nur die Holzständer und die Aussparung für die Fenster, die Diagonalen zur Aussteifung. Was dann passiert ist, man nimmt diese 2 Strohballen hochkant, jeder ein und klappt die in die Konstruktion ein. Dann hat man diesen Prügeln, diesen Hammer, wie wird denn der genannt von den Strohballenbauern? Das vergesse ich immer, ist auch ein komischer Name. Also Prügel, nennen wir ihn Prügel. Dann klopft man das glatt. Und wenn man 3 Strohballen übereinander hat, nimmt man LKW-Spanngurte und legt oben auf das Stroh Holzbrett drauf. Dann zurrt man die Gurte zusammen und hat die nötige Kompression, die man braucht. Wir brauchen zwischen 85 und 110 Kilogramm pro Kubik. Zu erreichende Wert, sagen wir mal 100 Kilogramm pro Kubik, der muss in der Wand vorhanden sein. Und damit ich den gewährleisten kann, spanne ich den zusammen. Das kann man sich ja ausrechnen, dann weiß ich, wie viel muss ich mir oben Platz lassen. Dann spanne ich das zusammen, nehme einen kleineren Ballen, stopfe den oben rein und löse die Gurte wieder, ziehe das Brett raus und dann ist das so press da drin, da kann ich mich gegen werfen. So fest ist das. Die sind da richtig press in dieser Konstruktion drin. Die müssen dann nur noch abgeschert werden. Hier sieht man das nochmal im kleinen Gefach. Da ist genau das gemacht worden. 2 Spanngurte, unten musste man noch ein Holz dran schrauben, damit da die Ringschrauben reingebohrt werden können, wo die Spanngurte befestigt werden müssen. Also man muss zuerst unten eine Befestigung machen für die Ringschrauben, für die Spanngurte. Dann wird das einmal drumherum gelegt, festgeratscht, dann komprimiert sich das und dann hat man eine Lücke und in die Lücke kann man das restliche Stroh reinfüllen und dann hat man, wenn man alles wieder löst und die Bretter rauszieht, eine geschlossene, feste Strohballenwand, die der Kollege hier abrasiert, in dem Fall mit einer Heckenschere. Und hier sieht man mal, wie eine Elektroinstallation aussehen kann. In dem Fall haben die einen Querbalken ein Brett reingeschraubt und da die Steckdosen reingemacht.
Das kann man auch theoretisch einfach in das Stroh einklemmen. Nimmt man ein bisschen Lehm und die Dosen und dann steckt man das da rein. Ist halt ein bisschen wackelig, da muss man irgendwie sicher gehen, dass es fixiert wird, deshalb haben die da Eisenbrett genommen. Alle Holzüberflächen müssen nochmal mit Schilf oder irgendeinem Putzträger überdeckt werden, weil der Putz am Klappenholz nicht hält. Und in dem Fall wurden Schilfmatten genommen, die werden da einfach festgetackert. Dann kann man, so wie ich das da gerade tue, das Stroh per Hand verputzen. Das ist in dem Fall die erste Schicht. Da sind auch noch keine Putzträger auf den Holzständern drauf. Und das macht Spaß. Da kann man so ein bisschen rummatschen. Dann nimmt man die Hände und schmiert da die Wände voll mit Lehm. Das macht Spaß, dauert aber ein bisschen länger. Also ich würde da immer eine Maschine für nehmen. Aber bei so einem Seminar, da kann man ruhig mal alle Seminarteilnehmer so einen Matschetopf in die Hand drücken und dann macht halt jeder mal so ein paar Quadratmeter oder wie viel man auch immer machen will. Dann trocknet es und der Lehmpotz wird in mehreren Schichten aufgebracht. In dem Fall ist die erste Schicht und dann die zweite oder dritte Schicht, die will ich auf jeden Fall immer mit Maschine machen. Das geht schneller. Ja, so ist das. Das war es dann auch schon vom Teil Stroh als Dämmmaterial in tragenden Holzkonstruktionen. Ich würde euch das übrigens dringend empfehlen, mit so einem Klapprad und einem Strohballenanhänger durch die Fußgängerzone von Darmstadt zu fahren. Kommt man sich echt bescheuert vor. Stroh in der Stadt.